Willkommen in der Berghöhle. Ja. Was wir in der letzten Folge alles erfahren haben, das lassen wir jetzt einfach mal kurz außen vor. Wir müssen uns jetzt wieder auf unseren Weg konzentrieren. Und die Berghöhle ist gar nicht mal so einfach, denn hier gibt es nicht nur Gegner, die wir uns sparen, das wisst ihr ja schon, sondern es gibt auch noch jede Menge Rätsel zu entdecken. Ich dachte, ich könnte da... Auf der Karte sieht es so aus, als könnte ich da hin, aber anscheinend nicht. Oder kann ich da außenrum hinlaufen? Okay. Da geht es auch nicht weiter. Ich muss wohl erstmal hier den Weg, ja, frei machen. Mal gucken, aber hier gibt es sonst nichts weiter. Ah. Und hier stoßen wir auch auf das erste Rätsel. If anything should happen in the water, we're relying on you three. If it gets dangerous, pull out quick. Right. Be careful, okay? Ja, wir sind mit Waka und Riku hier im Wasser unterwegs. Die anderen können uns nicht folgen. Und wir müssen hier im Wasser eine Aufgabe erledigen, ein Rätsel lösen. Es könnte sein, dass ich es hier mit Gegnern zu tun bekomme, das weiß ich nicht. Ich will jetzt erstmal kurz gucken, ob es hier irgendwas unter Wasser zu entdecken gibt. Okay, da drüben sind 2 Truhen, an die ich nicht rankomme. Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als erstmal im Wasser weiter zu suchen. Kann ich tiefer tauchen? Auch nicht. Nee. Ui, was haben wir denn da? Erste Prüfung. Trifft mit Wakas Ball den Schalter in der Mitte. Ja gut. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Okay. Okay, so nicht. Ich muss den richtigen Moment abpassen. Es wird jetzt gar nicht so einfach sein. Ah, das war knapp. Okay. Eigentlich hatte ich es doch schon getroffen jetzt. Und das war nichts. Also bitte. Jetzt seid mal nicht so pingelig hier. Wie genau denn noch, bitteschön? Ja, das war jetzt einfach mal ins Blaue rein. Ich habe ihn doch getroffen. Wie genau braucht es denn noch? Das ist doch nicht zu glauben. So, Moment, da ist halb verdeckt. Jetzt. Das ist aber sehr pingelig, das Spiel. Okay, das war die erste Prüfung. Moment. Ich sollte vielleicht auch noch meine Belohnung mitnehmen. Ein Level 1 Ferropass. Naja, besser als nichts. Okay, dann werden wir jetzt wohl die zweite Prüfung suchen müssen. Ich gucke jetzt nochmal halt in den Seitengang, in dem ich gerade eben schon war. Ich glaube, dass dort irgendwann auch eine Prüfung auftaucht. Ob das jetzt gleich die nächste ist, weiß ich nicht. Nein. Okay. Also ich meine mich zu erinnern, dass ich auch mal was unter Wasser machen muss, aber da kann ich mich jetzt auch täuschen. Normalerweise wären hier natürlich auch wieder Zufallskämpfe im Wasser, das könnt ihr euch ja denken. Ja, jetzt sind wir ja gleich wieder bei unseren Freunden. Dann müssen wir wahrscheinlich jetzt einfach nach der nächsten Prüfung suchen. Hier können wir immer noch nicht weiter. Ja gut, wir orientieren uns jetzt mal an dem roten Pfeil. Wir haben jetzt auch die Gruppe wieder zusammen. Also in dem Moment, wo wir aus dem Wasser raus sind, war die Gruppe wieder zusammen. Wir speichern den Fortschritt gleich mal ab. Der
Pfeil deutet hier hin. Ja, aber hier kann ich doch nirgends... Kann ich hier irgendwo weiter? Moment. Ja, hier ist eine Sackgasse. Hier geht's nicht weiter. Hier ist ein Abgrund, da komme ich auch nicht weiter. Ja, dann kann es ja jetzt nur hier lang gehen. Ah, da geht's wieder ins Wasser rein. Ja, ich wusste doch, da ist noch mehr mit Wasser. Also nicht nur diese eine Passage. Es ist natürlich jetzt erheblich vereinfacht, wenn man keine Kämpfe hat. Das ist mir schon klar. Das ist, glaube ich, die gleiche Musik wie im Makalania-Wald, gell? Wobei jetzt die Musik sowieso immer wieder wiederkehrt. Hier, genau das habe ich gemeint. Daran konnte ich mich erinnern. Rot, Blau, Grün. Ja, und jetzt? Drücke die Knöpfe, die sich in den Löchern befinden. Suche die zur jeweiligen Größe des Lochs passende Person. Okay. Riku ist zur Größe des Lochs passende Person? Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig war. Riku steckt im blauen Loch. Tidus hätte ich jetzt dann mal auf grün gesetzt, weil der ist ja kleiner und nicht ganz so kräftig wie Waka. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Sehe ich ja jetzt. Es war falsch, okay. Aber blau ist das kleinste. Deshalb würde ich bei Riku bei blau bleiben. Und dann vielleicht Tidus auf rot. Und Waka auf grün. Das war auch falsch. Zur Größe des Lochs. Okay, dann muss ja Riku woanders hingehören. Ich finde halt, dass Blau ein Tick kleiner aussieht als Grün, aber... Oh, das schien jetzt richtig gewesen zu sein. Okay. Heißt es jetzt, ich habe die Prüfung bestanden? Oder... Moment. Dann müsste ja aber da noch irgendwo eine Truhe sein, wo ich eine Belohnung bekomme. Ja, genau. Die hätte ich jetzt fast übersehen. Oh, ein Glücksspheroid. Ganz selten. Ich habe auch den einen noch, den ich da mal gefunden habe. Ich habe den noch nicht verwendet. Okay, dann war das die zweite Prüfung. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Prüfungen es insgesamt sind. Weil Abgründe habe ich ja jetzt doch schon mehrere gefunden, nicht nur 3 oder so. Okay. Wir laufen jetzt erstmal zurück zu dieser Kreuzung und dann versuche ich es jetzt nochmal bei dem oberen Weg. Aha, da kann ich jetzt weiter. Okay, das ging ja vorher nicht. Ach, das ist gar keine Prüfung. Ich krieg einfach nur die Truhen. Rückspheroid und ein Vitalring. Ich bin auch gerade echt wieder mal nachlässig, was die Ausrüstung meiner Charaktere angeht. Bis jetzt haben wir auch alles immer irgendwie hingekriegt. So. Aber die Bossgegner, die werden schon jetzt zunehmend heftiger. Es wird wirklich Zeit, dass ich mich da mal richtig auf Vordermann bringe, leveltechnisch. Nein, Moment, da oben waren wir schon. Dann gibt es ja jetzt eigentlich nur noch diese Sackgassen da unten. Moment, einmal hier speichern. Kann ich hier jetzt weiter? Nein, hier geht es immer noch nicht lang. Dann werde ich nochmal da lang gucken. Aha, und da kann ich jetzt durch. Okay, das ist auch eine Truhe. Sternenschutz. Aber einen Ausgang habe ich hier noch nicht gefunden.
Kann ich da vielleicht noch lang? Hier kann ich lang. Nee, Moment, da bin ich doch hergekommen. Da geht's doch wieder raus. Nee, 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 da will ich nicht hin. Okay. Wo könnte es noch weiter... Aber da war ich doch jetzt überall. Habe ich da irgendwo was... Moment. Ich glaube... Hier irgendwo waren doch diese... Genau, hier diese sich überlagernden Wege. Dann gehe ich jetzt da lang. Ja! Okay. Den gab es nämlich vorher auch nicht. Alles klar. War es das schon mit der Höhle von Gagaset? Sieht fast so aus. They'll be upon us soon. Was? She has sent fiends to test our summoner's strength. Na super. Who is she? Yunaleska. Lady Yunaleska. In Zanarkand, she awaits the arrival of the strongest. She is still alive? As much as Micah and Seymour. I see. Lost your nerve? No. Nothing frightens me now. Braska would be proud. Then I must not let him down. Okay, wir wissen also, dass Yunaleska auch eine Leiblose ist. Yunaleska war ja, glaube ich, das Medium, das erste Mal Sin besiegt hat. Und mit der kriegen wir es dann wohl in Zanarkand zu tun. Sie erwartet fähige Media. Wahrscheinlich empfängt man von ihr die hohe Beschwörung, oder wie darf ich mir das vorstellen? Wir haben jetzt gerade abgespeichert. Ich ahne Schreckliches. Aber wir sind alle geheilt. Ja klar, weil wir gespeichert haben. Ich könnte noch mal ganz kurz meine Ausrüstung checken. Ja. Jede Menge hier zur Auswahl. Ich würde jetzt gleich mal das erste nehmen. Bruderherz war ja doch eine relativ gute Waffe. Das ist auch gut. Weil ich weiß jetzt nicht, da kommt jetzt bestimmt wieder irgend so ein netter Gegner. Auf den ich keinen Bock habe. Stromschlag, Nässeschlag. Ja komm, nehmen wir mal. Hier ist es nicht ganz so wichtig, weil Lulu nicht direkt angreift. Aber Zauberangriff plus 10 ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Das lassen wir auch. Oh. Ich glaube, da nehmen wir die Ritterlanze. Die sah jetzt echt gut aus. Gibt ordentlich Angriff. Ja, okay. Wir lassen das mal so. It comes. Na super. Ach du liebe Zeit. Okay, ich habe hier schon ein paar Tipps vor mir liegen, was man tun sollte in diesem Kampf. Das ist nämlich auch wieder mal nicht ohne. Wichtig ist, dass Yuna, und das mache ich sofort, mit einigen Zaubern arbeitet, zum Beispiel mit Reflekt, allerdings nicht auf uns, sondern auf den Gegner gerichtet. Dann kann der sich schon mal nicht mehr heilen. Es kann natürlich sein, dass wir das von Zeit zu Zeit erneuern müssen. So, und hier muss ich jetzt mal mit allen Brechern arbeiten. Kraftbrecher, Panzerbrecher und so weiter. So, mit Waka kann ich mal... Aber ich glaube nicht, dass ich da großartig mit Zustandsveränderungen aufwarten kann. Nee. Oh. Ich hätte mich vielleicht erstmal ein bisschen schützen sollen. Au. Oh, das tut weh. Oh. Und ich glaube, ich kann... Ja. Ah, Mist. Er hat mich mit Stumm belegt, was bedeutet, dass ich gerade keine Zauber aussprechen kann. Aber ich habe noch Echo-Kraut. Oh, und mit Fluch hat er mich auch belegt. Ich hätte eigentlich besser gleich das Allheilmittel nehmen sollen. Okay. Jetzt bloß nicht den Kopf verlieren. Allheilmittel auf Yuna erstmal. Dann
kann Yuna erstmal heilen. Das ist ganz wichtig. Allerdings erstmal sich selber, weil die anderen sind noch mit Fluch belegt. Moment, da könnte ich mal ganz kurz auswechseln. Nehmen wir mal Kimari, der auch noch mit Allheilmitteln weitermacht. So. Warum ist Yuna immer noch mit Fluch belegt? Ich habe ihr doch gerade ein Allheilmittel drüber geworfen, oder nicht? Und gerade eben habe ich es bei Oren verwendet. Warum geht das nicht? Verdammt. Ich versuche es jetzt mal mit Medica. Beim letzten Mal hat doch auch... keine Ahnung. Wir machen jetzt erstmal hier weiter Panzerbrecher. Mal gucken, ob ich dem was klauen kann. Turbo-Äther, ja, nicht schlecht. Okay, nein, ich darf mich jetzt nicht aus dem Konzept bringen lassen hier. Ich hoffe, dass... Ach, Moment, ich habe gerade Fluch mit Zombie verwechselt. Jetzt, ja. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was Fluch bewirkt. Das war auf jeden Fall nicht so schön. Ich nehme jetzt wieder Waka ins Rennen. Der aber, glaube ich, gerade noch im Blindstatus ist. Wahrscheinlich nicht so gut trifft. Ah, doch, er hat sogar getroffen. Ich weiß, ich habe Riku noch nicht verwendet und Lulu auch nicht. Lulu macht jetzt auch gerade gar keinen Sinn, weil ich ihn ja mit Reflekt belegt habe. Ja, das ist jetzt zum Beispiel geil. Er zaubert auf sich Protest und es fällt dann natürlich auf uns zurück, weil wir ihn eben mit Reflekt belegt haben. Deshalb war die Taktik tatsächlich gar nicht so verkehrt. Ja, das war jetzt klar. Ich schaue mal kurz, dass ich Waka vom Blindzustand heilen kann. So. Ich glaube, Fluch besagt, dass man keine AP bekommt oder so. Das kann sein. Das weiß ich jetzt nicht. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt relativ wurscht. Ich nehme jetzt mal kurz trotzdem Lulu rein. Einfach damit sie mal schnell dran war. So. Und jetzt hauen wir weiter drauf. Ich muss einfach nur dafür sorgen, dass ich nicht sterbe. Das könnte jetzt schon vorbei sein. Ja, okay, es ist gerade nochmal gut gegangen. Dann nehmen wir jetzt Riku. Und ihre Albert-Medizin. Ein bisschen was haben wir noch. Ich glaube, dass der Gegner ganz gut machbar ist. Ach so, jetzt hat er ja wieder... Jetzt ist er wieder blind. Na, super. Aber ich habe doch gerade... Moment. Ich habe doch gerade Albert-Medizin benutzt und normalerweise hilft es doch auch gegen Zustandsveränderungen. Nee, in dem Fall nicht. Na, hervorragend. Okay. Ja, ich brauche natürlich Waka ohne Blind, weil der ja doch ganz gut Schaden macht. So, was haben wir denn noch? Magiebrecher, kann auch nicht schaden. Wir hauen ihn jetzt mit allen Brechern zu. Ui, das hat Aua getan. Das war nicht schlecht. Okay, dann holen wir jetzt Tidus nochmal ins Rennen. Der kann ja auch ganz gut draufhauen. Oh, und wir haben ihn gleich. Ach komm, Waka, mach ihn fertig. Geil. Oh, naja, gut, der Kampf, der war jetzt nicht so wirklich schwer. Allerdings wird es wenig AP geben, glaube ich, wegen dieser Fluchgeschichte.
we rest a little? No need. We reach the summit soon. I know. That's why I want to stop for a bit. Soon means that there's not much time left. Riku. Fine. I'll think on the way. Ah, es hat doch AP gegeben. Und gar nicht mal so wenig. Hey, come on, let's go. We are. We're almost there, aren't we? We've come a long way. What's so funny? You remind me of myself. Before, the closer I came to Zanarkand, the more I wondered. When we arrive, Braska will call the final Aeon. He will fight Sin, then die. I thought my mind was made up long before. But when I stood here, my resolve wavered. Never would have figured. Legendary Guardians choke sometimes too, yeah? Legendary Guardian. I was just a boy. A boy about your age, actually. I wanted to change the world too. But I changed nothing. That is my story. Ja, hier stehen wir jetzt am Ende der Berghöhle von Gagaset und ich frage mich gerade, ob wir noch ein Stückchen weitergehen sollten, damit ihr schon seht, was uns dann erwartet beim nächsten Mal. Eigentlich haben wir noch ein paar Minuten. Ich glaube, ein paar Meter gönnen wir uns noch. Ich meine, dass da jetzt auch gleich nochmal eine Cutscene kommen müsste. A city dead for 1,000 years. A city I had to see with my own eyes. The end of Yuna's journey. The last chapter in my story. My thoughts, they kept floating up and then slipping through my fingers. Slipping away before I could pin them down with words. Yuna, I say no. If we go down there, then you'll... Riku. You're a true friend, and I thank you, but... I must go. Down to Zanarkand. I'm not saying we shouldn't go. But shouldn't we think about it some more? There's gotta be some kind of way we can save you, Yuna! All my life, I knew this moment would come. Yuni... Thank you, Riku. Thank you for everything. Don't say that, Yuni. It's not over yet. Tell Sid, thank you. No. You can tell him yourself. Please. Yuni, don't say that because we're gonna see each other again, okay? Kimari, let's go. Ja, jetzt wird schon sehr emotional hier. Und Yuna hat hier noch einen Spheroiden fallen lassen. Und ich denke, zum Abschluss dieser Folge sehen wir uns den noch an.
Sir Orin, Kimahri told me, when my father wanted me taken from Berghöhle to Besaid, it was you who told Kimahri, right? I had always wanted to meet you someday. I am truly glad that I had that chance. Having you as a guardian was so great an honor. I don't know how to thank you. Perhaps, if I defeat Sin, that will be my thanks to you. That's what I'll do. Yes. I will challenge Sin. I will defeat Sin. If you are all there watching this, then I guess Sin is already gone. And so am I. I suppose. Anyway, I just wanted to say, Sir Orin, I thank you. Kimahri, do you remember the first day we met? I was only 7. My father had defeated Sin, and all Berghöhle was celebrating. Everyone was saying what a hero my father was. I was so happy. But when night came, it occurred to me. My father had defeated Sin, and now he was dead. Now, I was all alone. I couldn't sleep. So I wandered into the town, away from the celebrating crowds. I stood on the bridge in Berghöhle, where my father and I had parted. Standing there, alone, I could see the fields where he had fought Sin. Then, you appeared, Kimahri. You said you were looking for the daughter of Braska, remember? At first, I was so scared. Until I realized what a gentle person you are. You weren't used to talking to children. When I told you that I was Braska's daughter, you said you would take me as far from Berghöhle as you could. That it was the wish of a man facing death. I think I cried then, because that was when I knew my father was dead, and I would never see him again. You just held me, without saying a word. I cried after we got to Besaid, too. When you tried to go, after leaving me in the care of the temple, I held on to you crying, "Don't go, don't go." And you listened, Kimahri. You stayed. Kimahri, thank you. Thank you so much. And I've always liked your broken horn. Wakka, Lulu. I'll never forget my days spent with you, growing up in Besaid. We always played together, us and Chapu. That's why I was always so happy, I think. And when you refused to let me become a summoner, and I did it anyway, I'm sorry. I've always wanted to apologize. You know, when you tried to stop me then, really, I was happy. I could tell you really cared about me. You were like my big brother and sister. No, I think you really were my big brother and sister. What else? I love watching you play blitzball, Wakka. I even love it when you scold me, Lulu. Really. I guess that leaves the newest guardian. Star player of the Zanarkand Abes. You are... I am... Well, I'm glad that we met. We haven't even known each other that long, but... It's funny. So this is what it feels like. It's a much more wonderful feeling
than anything I had ever imagined. Wonderful. But it hurts sometimes. I wonder. I just want to say thank you for everything. Maybe that's why it hurts. When I think about us never being together again at all. I'm afraid. No, I shouldn't say that. I'll do that part over. What you up to?